Fotografie ist ja nur ein klitzekleiner Ausschnitt aus Raum und Zeit, oder? Also oben und unten und links und rechts ist auch noch etwas. Und von Zeit, in der Geschichte. Vorher ist ja da auch etwas gewesen, nachher wird da auch etwas sein. Also Fotografie, auch Film oder so, haben immer natürlich noch Metaebene. Du kannst über die nachdenken, wenn du ein Bild siehst, oder? Ich war 1967 erst mal kurz dort gewesen. Und gewohnt hat dort am Corbusier sein Bruder, der Albert Schanere, ein Musiker, hat auch Musikunterricht gegeben. Das Gebäude war vollgestopft mit Instrumenten und Noten und ich habe eigentlich ein bisschen mehr das beachtet als das Gebäude, weil das Gebäude ist ein bisschen untergegangen unter diesen vielen Sachen. Im Herbst 2021 bin ich wieder dort gewesen und dort ist das Gebäude ein bisschen anders gewesen, als dass ich es in Erinnerung hatte und ist mehr zum Vorschein gekommen, wie zum Beispiel die wichtigen Sachen, die der Corbusier erfunden hat, mit dem Bandfenster und viele andere Details. Ich habe historische Aufnahmen ein bisschen gesucht. Das Gebäude hat nicht immer gleich ausgesehen. Also in der äußeren Form schon. Er hat ja das selber immer genannt, Schachteln am Genfersee, oder? Trotzdem, dass es jetzt fast 100 Jahre alt ist es immer noch ein modernes Gebäude. Ich habe natürlich das Gebäude auf mich einwirken lassen und habe mich als Gebäude gewöhnt und eine Art fast eine Zwiesprache mit dem Gebäude, weil ich bin dort mehrere Stunden alleine drin war, oder? Und ich glaube, das Gebäude hat sich auch ein bisschen an mich gewöhnt. Also wahrscheinlich könnten wir dort gut miteinander leben. Etwas liegt mir eigentlich schon am Herzen. Wenn man fotografisch über eine Sache berichtet, dann muss ja mal der Inhalt, der vermittelt ist, auch stimmen. Ich komme ja ein bisschen von der Reportage her. Oder von der Filmerei. Da denkst du eben in totalen, halbtotalen Detailaufnahmen und so. Und dann die Geschichte, die Zusammenstellung, sowohl als im Print wie auch im Film, ist dann erst das Ganze, oder? Also, es kommt dann nicht so nur auf die einzelne Aufnahme drauf an, sondern es kommt auch drauf an, wie du es zusammenstellen, in welchem Kontext und so weiter. Und das scheint mir schon noch wichtig, dass man so denkt. Und in dem Zusammenhang scheint mir etwas ganz wichtig, Persönliches, dass man möglichst wenig bescheisst, oder? Dass man möglichst bei der Wahrheit bleibt, oder? Was nachher der Betrachter damit macht, weiss ja auch nicht ganz genau. Aber kannst es mindestens so anständig erzählen, wie du selber würdest deiner wichtigsten Person erzählen, die du kennst, oder?